Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Was ist eigentlich Nano? In diesem Video erfährst du, dass Nano nicht nur eine Maßeinheit ist, sondern eine ganze Welt eröffnet. Sie ist eine wichtige Grundlage in der Wissenschaft und Technik. Falls dir das Video gefällt, würde ich mich über ein kurzes Abo freuen. Und lass es mich in den Kommentaren wissen, wenn du noch mehr über dieses Themengebiet erfahren möchtest. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Nano kommt eigentlich aus dem Griechischen und heißt nichts anderes als Zwerg. Und wenn wir über Nano sprechen, sprechen wir eigentlich immer über das sogenannte Nanometer. Das ist der Milliardste Teil eines Meters. Wir können das folgendermaßen schreiben. Das sind 0,000000001 Meter. Da das sehr umständlich ist, kürzen wir das Ganze ab in Form von 1 nm. Und das n steht hier für 10 hoch minus 9. Und das heißt, das sind hier 1 nm, sind 10 hoch minus 9 Meter. Wie kann man das Ganze sich vorstellen? Am einfachsten, wir schauen auf ein Lineal, schauen uns 1 mm Strich an und wir teilen diesen Millimeter jetzt durch 1 Million, dann kommen wir genau auf einen Nanometer. Da man das sich überhaupt nicht vorstellen kann, möchte ich jetzt ein paar Größenvergleiche geben, um das plausibel zu machen. Hier mal unsere Erde gezeigt. Unsere Erde hat einen Durchmesser von 12.700 Kilometern. Das ist umgerechnet in Zentimeter 1.270.000.000 Zentimeter. Und wir sind jetzt schon im Milliardenbereich. Das heißt, wenn wir jetzt durch 1 Milliarde teilen, beziehungsweise mit 10 hoch minus 9 multiplizieren, dann schrumpfen wir hier um 1 Milliarde und kommen dann auf die Größe von ca. einem Tischtennisball. Der Tischtennisball hat eine Größe von 4 cm und hätte jetzt umgerechnet eine Größe von ca. 3 Nanometern. Wenn ich also die Erde, wenn wir uns das nochmal vorstellen, wir stehen jetzt auf dieser Erde und tun diese Erde auf die Größe eines Tischtennisballs schrumpfen, dann sind wir in der Nanowelt. Und das ist unvorstellbar klein. Und es erklärt auch, warum wir so lange gebraucht haben, zu verstehen, wie diese Nanowelt funktioniert. Wir wenden sie aber täglich an. Ich werde noch Beispiele geben in der Digitalisierung, zum Beispiel in Form von Mikrochips, aber auch in der Nanomedizin, um Krankheiten zu heilen. Gegen Ende meines Vortrags möchte ich euch jetzt nochmal einen Größenvergleich aus der Biologie geben, um das Ganze nochmal auf die Biologie umzulegen. Hier die sogenannte eukaryotische Zelle. Die eukaryotische Zelle ist die größte Zelle mit einer Größe von ca. 10 bis 100 Mikrometern. Wir selber bestehen aus ca. 20 Billionen eukaryotischen Zellen. Auch Pflanzen bestehen aus eukaryotischen Zellen und die besitzen einen Zellkern und auch Zellorganellen. Die nächst kleinere Größe sind die sogenannten prokaryotischen Zellen, eine Größe von 1 bis 2 Mikrometern. Das sind Bakterienzellen oder Archeen, die wir hier runter zusammenfassen. Und wenn wir die Biologie in der Entwicklungsgeschichte anschauen, sprechen wir auch oft von der sogenannten Endosymbiontentheorie. Das heißt, unsere Organellen in unserer Zelle sind wahrscheinlich aus sogenannten prokaryotischen Einschlüssen, also praktisch Einschlüssen von prokaryotischen Zellen entstanden. Dafür gibt es viele Hinweise. Wir sind hier im Bereich von 100 bis 1 Mikrometer und sind im sogenannten Mikrometerbereich. Das heißt, hier haben wir noch die Möglichkeit, mit Lichtmikroskopen die eukaryotischen und prokaryotischen Zellen sichtbar zu machen. Der 1 Mikrometerbereich ist genau im Übergangsbereich zum Nanometerbereich und hier als Beispiel befinden sich die Chromosomen. Das sind supramolekulare Komplexe. Die haben hier einen Durchmesser, so ein Ast von ca. 700 Nanometern. Insgesamt der Durchmesser des Chromosoms liegt so irgendwo bei 1,4 Mikrometern. Also hier sind wir am Grenzbereich zwischen der Mikrometerwelt und der Nanometerwelt. Echte Nanometerteilchen sind hier die sogenannten Viren mit einer Größe von 20 bis 30 Nanometern. Auf die möchte ich nochmal gesondert eingehen in einem eigenen Teil. Die sind besonders interessant. Die haben keinen eigenen Stoffwechsel mehr. Sie werden oft auch als parasitäre Teilchen bezeichnet, weil sie den Stoffwechsel nutzen, um sich zu vervielfältigen von eukaryotischen und prokaryotischen Zellen. Das heißt, sie haben keine eigene Lebensfähigkeit, nutzen aber den Stoffwechsel anderer Zellen, um sich zu vervielfältigen. Und
Sehr interessant sind auch die sogenannten Proteine ab einer Größenordnung von 10 Nanometern, hier gezeigten Antikörper mit einem Durchmesser von 10 Nanometern. Und eine der kleineren Strukturen ist unsere DNA mit einem Durchmesser von 2 Nanometern, aber einer Länge von immerhin fast 2 Metern. Auch hierzu möchte ich nochmal gesondert ein bisschen mehr erzählen über die sogenannten Biomakromoleküle. Danke, dass du dabei warst. Nanotechnologie ist vor allem in den Bereichen der Medizin, der Elektronik, aber auch im Bereich der Umwelttechnik besonders wichtig. Sie bietet maßgeschneiderte Lösungen zur Behandlung von Patienten, aber auch zur Erstellung von leistungsfähigen Computerchips und vor allem auch zur nachhaltigen Entsorgung von Chemikalien. Falls dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen hoch, das unterstützt meine Arbeit, abonniere meinen Kanal und lass es mich in den Kommentaren wissen, wenn du noch weitere Videos wünschst. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.